5G LTE-Netz im Fahrzeug, genau darum soll es heute gehen. Ich verbaue ein Gerät wieder fest in meinem Fahrzeug. Ich gehe neue Wege, ich teste allerdings verschiedenste Systeme. Und wenn dich das Ganze auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Fan4Van. Ich und meine zwei Schnatterfreunde sind heute schon richtig aufgeregt, denn es geht mal wieder ins Internet. Und da hat sich viel getan. Ich habe das schon gesagt. Warum ist das Internet für mich jetzt so wichtig? Ich bin Business Camper und bin auf das Internet beruflich angewiesen. Und deswegen will ich auch immer gutes Internet haben. Denn ich weiß, es gibt natürlich auch die Lösung, dass ich mein Telefon als Hotspot verwenden kann. Für eine geringe Benutzung ist das auch absolut ausreichend. Aber hier mal ein paar Beispiele, warum es dann schnell in die Knie gehen könnte. Wenn du zum Beispiel viel und intensive Meetings hast, dann geht das ordentlich auf den Akku. Wenn du viele Geräte anmelden möchtest, kann das unter Umständen schwierig sein, vor allem wenn du mit deinem Gerät mal kurz den Camper verlassen möchtest. Ein gleichzeitiges Telefonieren ist oftmals schwierig und denk zum Beispiel mal an das Ausland. Wenn dein Vertrag, den du auf deine Handynummer hast, nicht wirklich optimal ist, dann kann es unter Umständen sehr, sehr teuer werden. Jetzt ist der Punkt, das ist nicht nur für Business Camper interessant, sondern auch für Familien, wenn ihr zum Beispiel mal unterwegs seid, denn ihr wisst, wie das ist. Dad, ich brauche mehr Zeit. Jetzt mal in nett. Papi, ich brauche mehr Zeit. Ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Naja, und deswegen kümmere ich mich heute mal um diese ganzen neuen Lösungen. Die will ich euch im ersten Punkt auch gleich mal vorstellen, mit was wir es denn heute zu tun haben, was wir miteinander vergleichen wollen. Und ich habe es auch eingangs schon gesagt, es gibt ein Gewinnspiel. Und deswegen habe ich auch hier irgendwo eingeschrieben, dass dieses Video gesponsert ist. Warum ist es gesponsert? Ich habe von Netgear freundlicherweise dieses Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar handelt es sich dabei um den Netgear M6 Pro inklusive Antenne und 2 Zusatzakkus im Gesamtwert von über 1000 Euro. Ich wollte eigentlich nur anfragen, ob ich mir eins ausleihen kann. Da haben die gesagt, naja, das können die aber nicht so abbilden. Jetzt bin ich nicht so der Kooperationstyp, weil ich gerne die Wahrheit sagen möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn die uns das schon schenken, dann verlose ich das anschließend unter euch, weil dann bereichere ich mich nicht. Ich habe ein cooles Video und wir haben alle was davon. Zumal ich den Vorgänger mir eh schon selbst gekauft habe und mit dem immer noch glücklich unterwegs bin. Und insofern, glaube ich, ist es dann für uns alle ein netter Deal. Wie wird das Ganze funktionieren? Ich werde euch diesen Schriftzug hier immer wieder einblenden in dem Video und ihr zählt, wie oft dieser Schriftzug vorkommt. Und wenn ihr dann die richtige Zahl wisst, dann schreibt ihr die einfach unten in die Kommentare mit rein. Ihr habt da Zeit bis Ende Mai. Und wenn ihr das dann gemacht habt und der Mai vorbei ist, dann gucke ich einfach mal, okay, wer hat überall die richtige Zahl und dann lassen wir das losentscheiden. Dann kontaktiere ich euch, ich schicke euch dann ein Reel, dann seht ihr das alle nochmal. Und deswegen speichert euch auch dieses Video, damit ihr da immer wieder den Link habt, wer denn am Ende der Gewinner ist. Denn das ist das Schwierige bei YouTube, ich kann euch dann nicht direkt anschreiben. Also, merkt euch das ist nochmal wichtig. Ich schreibe das aber unten nochmal in die Videobeschreibung rein, wie das alles genau funktioniert. Wir machen weiter in der Gliederung. Der nächste Punkt ist dann, dass wir uns anschauen, wie die ganzen unterschiedlichen Systeme installiert und aufgebaut werden, wie schwierig das Ganze ist. Dann gucken wir die Betriebnahme an, also der laufende Betrieb, wie funktioniert da die Software der jeweiligen Systeme. Und dann gehen wir in den Praxistest. Ich habe dafür ein Testszenario aufgebaut und das spielen wir dann einfach entsprechend durch, gucken uns dann knallhart die Ergebnisse an und dann kommen wir zu meinem persönlichen Fazit. Dann sind wir auch schon wieder durch. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem datenreichen Video. Starten wir mit dem mobilen WLAN-Router Nighthawk M6 Pro, dem 5G-Router von Netgear. Er verspricht bei 5G eine maximale Geschwindigkeit von 4 GB pro Sekunde. Er ist mit einer Wi-Fi 6E WLAN-Technologie ausgestattet, die im WLAN eine maximale Geschwindigkeit von 3,6 Gigabit pro Sekunde verspricht. Ausgestattet ist das Gerät mit einem LCD-Touch-Display, einem USB-C-Anschluss, einem Ethernet-Anschluss mit 2,5 Gigabit pro Sekunde und 2 Antennenanschlüssen, die TS9 RF-Ports. Mit dem herausnehmbaren 5040 mAh Akku schafft man ungefähr 13 Betriebsstunden. Das Kästchen ist ca. 10 cm in der Breite und Länge und wiegt mit Akku 256 Gramm. Und die Kosten für den Router liegen aktuell bei 949,99 Euro. Als zweites System möchte ich Campernet Pro 5G testen, ein System für den Festeinbau. Es verfügt über den Wi-Fi 6 Standard, das bedeutet, wir haben im WLAN eine maximale Geschwindigkeit von 1,8 Gigabit pro Sekunde. In Summe schafft das System aber bis zu 3400 Mbit pro Sekunde im Download oder bis zu 1000 Mbit im Upload.
Eine Besonderheit an diesem System sind die 2 Schächte für 2 SIM-Karten. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel im Ausland mit einer anderen SIM-Karte arbeiten oder ich habe auch ein Backup-System mit zum Beispiel einem anderen Netzbetreiber. Der Router hat eine Größe von ca. 18 cm x 14 x 3 cm und wiegt 330 Gramm. Die Kosten liegen bei 999 €. Und das dritte System, das ich mir anschauen möchte, ist ein komplett anderes System. Es basiert nicht auf Mobilfunk, sondern auf Satelliten. Klar, es ist Starlink und zwar für die Reise. Im Starter-Set ist erstmal alles dabei, was man benötigt, die Antenne, der Router und die entsprechenden Kabel dazu. Sprechen wir noch kurz über die Kosten und jetzt wird es ein wenig wild. Bei der Hardware habe ich noch 450 € bezahlt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video schneide und ihr es wahrscheinlich anschaut, gibt es eine Aktion für 225 €. Und dann kommen noch die monatlichen Kosten dazu. Und hier ist die Besonderheit, hier kannst du natürlich nicht zwischen verschiedenen Anbietern wählen, denn die einzigen Satelliten, die da oben sind, sind halt nun mal von Elon Musk. Und das bedeutet, das Ganze beginnt für Reisende bei 59 €. Das kann aber ganz schnell eskalieren und zwar bis zu 230 € pro Monat, wenn du das Ganze global, also auf der ganzen Welt verwenden möchtest. Ich gehe aber mal davon aus, dass für die meisten von uns die 59 € ausreichend sind, wenn wir hier im umgrenzenden Umland unterwegs sind. Wichtig zu wissen ist, dass man diesen Vertrag auch pausieren kann. Das bedeutet, man muss also nicht kontinuierlich pro Monat 59 € bezahlen. Reden wir als nächstes über die Installation bzw. das Setup der unterschiedlichen Systeme. Beginnen wir mit dem Netgear und hier ist es wirklich denkbar einfach. Als allererstes mal die Rückwand abnehmen, dann den Akku herausnehmen, die SIM-Karte installieren und dann den Akku wieder einführen. Man muss das Gerät übrigens nicht mit Akku benutzen, man kann es auch direkt über die USB-C-Steckdose benutzen. Wenn man möchte, dann installiert man noch die Antenne, das ist aber kein Muss. Und dann geht es auch schon los, man schaltet das Gerät ein und wird dann mit einem Softwareassistenten durch das ganze Menü geführt, das wirklich denkbar einfach ist. Danach nur noch die PIN der SIM-Karte eingeben und schon kann es losgehen. Erste Inbetriebnahme, klare 5 von 5 Punkten, weil es einfach super simpel ist. Das Display navigiert einen da richtig gut durch. Es spiegelt halt alles ein bisschen, das habt ihr auch gesehen. Das ist vielleicht nicht so gut, man sieht jeden Dapserer drauf. Aber das ist eher so eine ästhetische Geschichte. So, und was den Auf- und Abbau betrifft, da würde ich jetzt 4 von 5 Sternen vergeben, wenn du es halt mit Antenne machst und so weiter, weil du immer irgendwie am Rumräumen bist. Aber es ist alles super easy und theoretisch kannst du es ja einfach irgendwo hinknallen, anschalten und brauchst gar nichts dazu. Also das geht ja im Prinzip auch. Also wahrscheinlich würde ich 4,5 von 5 Sternen geben. Das Ganze sieht bei Campernet natürlich wieder ganz anders aus, denn das ist eine Festinstallation. Das bedeutet Antenne rauf aufs Dach geklebt, eine Dachdurchführung für das Antennenkabel zum Router, der dann natürlich auch nochmal mit Strom versorgt sein möchte. Die Inbetriebnahme ist dann denkbar einfach, denn die Oberfläche des Routers von Campernet ist wirklich super einfach zu bedienen und sehr, sehr übersichtlich. Erste Installation Campernet, also klar, du musst es aufs Dach bauen, das ist natürlich wahnsinnig viel Gehässel. Deswegen würde ich da jetzt 3 von 5 Punkten vergeben, weil es ist halt mit einem enormen Aufwand verbunden. Auf der anderen Seite, wenn es dann mal installiert ist, hast du halt gar nichts mehr zu tun. Deswegen dann im normalen Gebrauch, Auf- und Abbau, ganz klare 5 von 5 Punkten, weil du einfach, wie man jetzt hier sieht, gar nichts mehr machen musst. Du musst nur dein Gerät anschalten und ins Internet gehen. So, und wie sieht das Ganze jetzt bei Starlink aus? Zugegeben, es ist alles sehr voluminös und auch etwas schwer, aber der Aufbau an sich gestaltet sich einfach. Mein Wunsch zunächst war, die Antenne über das Heki auf das Dach zu stellen. Das habe ich aber schnell sein lassen, denn erstens ging es gar nicht durch mein übergroßes Heki durch und zweitens war es mir auch zu gefährlich mit dem Wind, nicht, dass ich dann an meinem Dach noch irgendetwas verkratze. Steht die Hardware erstmal, wird man durch die Software mega benutzerfreundlich geführt und alles ist wirklich kinderleicht und das System ist irgendwie super lustig mit anzusehen, wie es sich ausrichtet und einstellt. Für die Installation, da gebe ich 5 von 5 Sternen, weil es wirklich super easy ist, es funktioniert alles hervorragend und man wird hervorragend durch die Software navigiert, mega. Aber ihr seht es schon, was das Thema Auf- und Abbau betrifft, gibt es hier nur
2, eigentlich würde ich nur einen Punkt von 5 geben. Das ist echt ein Gefricke. Es ist sau schwer, es ist super gut verarbeitet, aber ich würde es mir zum Beispiel niemals aufs Dach von meinem Auto stellen, weil es einfach viel zu schnell verkratzen würde, also mein Fahrzeug. Noch dazu, wenn der Wind recht geht, wäre mir das auch viel zu gefährlich. Dann musst du es draußen hinstellen, hast immer ein Kabel, das ins Auto reingeht. Dann hast du das Thema Diebstahlschutz, dann hast du das Thema Wetter. Dann hast du dieses Riesenteil, das du immer rumstellen musst. Und du hast halt dieses ganze lange Kabel. Und du kannst auch kein anderes Kabel verwenden. Also kannst du dann am Ende schon, aber dann musst du halt wieder selber Hand anlegen und für sehr viel Geld was kaufen oder dir selber bauen. Aber so wie das geliefert wird... Der Betrieb ist bei allen 3 Systemen wirklich denkbar einfach. Wir haben es bei der Installation schon gesehen und so führt es sich dann auch beim Betrieb fort. Was ich bei Starlink noch ansprechen möchte, ist der Stromverbrauch. An sich verbraucht das System schon mal 50 bis 70 Watt im Normalbetrieb. Aber das Besondere ist, auch im Reiseset musst du es mit 230 Volt betreiben. Das bedeutet, auch der Wechselrichter verbraucht natürlich ordentlich Strom. Aber ich versuche euch hier mal ein Video zu verlinken, denn es gibt auch eine Möglichkeit, das anders zu betreiben. Da muss man aber ein bisschen basteln und ein bisschen Geld investieren. 3 Sachen möchte ich allerdings bei Campernet noch hervorheben. Zum einen, wir haben schon angesprochen, die 2 SIM-Karten sind super interessant, wenn ich zum Beispiel ins Ausland fahre oder wenn ich hier im Inland ein Backup haben möchte mit einem anderen Netzbetreiber. Das zweite, was mir aufgefallen ist, dass ich hier ein WLAN vergeben kann. Auch das könnte für Familien sehr interessant sein. Warum? Weil ich hier auch den Datentransfer limitieren kann. Und die dritte Besonderheit bei Campernet, die mir aufgefallen ist, die die anderen beiden Kandidaten nicht leisten, ist, dass ich fremdes WLAN aufgreifen kann, zum Beispiel auf einem Campingplatz. Was hat das jetzt für einen großen Vorteil? Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass ich nur einmal mich in dieses WLAN einloggen muss und meine ganzen Geräte, die dann bereits mit meinem internen WLAN schon verbunden sind, nicht mehr extra in das Campingplatznetzwerk bringen muss. Zudem habe ich eine weitere Sicherheitsstufe mit eingebaut. Ja, wie sieht es mit Einstellmöglichkeiten und der Software selber aus? Fangen wir an mit Netgear, 5 von 5 Sternen. Das funktioniert alles hervorragend, da brauche ich nicht mal eine Software, das kann ich mir alles auf dem Gerät durchklicken, toll. Bei dem Campernet 5 von 5 Punkten, es ist super einfach, du kannst nicht viel falsch machen, perfekt. Bei Starlink 5 von 5 Punkten, weil du schaltest es an. Die App ist sogar ziemlich geil, finde ich. Die ist halt so schön verspielt, vom Design her mega. Aber das ist wieder Geschmackssache, das ist eigentlich auch voll unwichtig. Aber also alle durch die Bank, durch von der Bedienung her, fantastisch für mich. Beginnen wir mit dem Praxistest. Und wie habe ich den aufgebaut? Ganz einfach. Ich werde alle Geräte der Reihe nach durchtesten, angefangen mit dem Netgear, danach Campernet und dann den Starlink. Ich werde immer 3 Messungen beim Upload und beim Download machen. Einmal mit einem Messtool von der Bundesnetzagentur, dem Breitbandmesser. Und auf der anderen Seite werde ich dann auch wirklich nochmal ein Datenpaket hoch und wieder runterladen bei einer Software, die ich sehr gut kenne. Deswegen kann ich dir auch vertrauen und weiß, dass die Server auf der anderen Seite gut funktionieren. Und dann vergleichen wir einfach knallhart die Zeiten miteinander. Ach, eines muss ich noch dazu sagen. Die Mobilfunkgeräte, also einmal den Netgear, aber auch Campernet, verwende ich mit einer Datenzusatzkarte meines Business-Tarifs von der Telekom. Damit sollte ich uneingeschränkt volle Lotte zur Verfügung haben. Ja, und so habe ich dann meine ganzen Tests peu à peu durchgeführt. Als erstes hier wirklich richtig auf dem Land und da habe ich den Mobilfunk mal auf den Zahn gefühlt. Der Netgear hatte immer so einen 150er Download im Durchschnitt und so knapp über 50-55er Uploadrate. Und beim Campernet war es dann deutlich geringer, da hatte ich zwischen 50 und 61 im Download. Es war auch auffällig, der Netgear hat mir immer ein 5G angezeigt, Campernet hat mir nur ein 4G angezeigt. Beim Starlink war es dann auch wieder ernüchternd. Ich hatte hier zwischen 54 und 80 im Download, immer sehr variabel und durchwechselnd. Das bedeutet, in der Uploadzeit meiner 1,5 GB Dateien hatte ich bei dem Netgear eine Zeit von 4 Minuten, Campernet hatte 7 Minuten 44 und verloren hat leider Starlink mit 10 Minuten und 11. Im Download war es dann ähnlich, da hatte ich 1 Minute 24 beim Netgear, 3 Minuten 6 beim Campernet und 3 Minuten 20, also fast gleich beim Starlink.
Und dann wollte ich nochmal nachhaken, denn Campernet kann ja auch 5G und ich bin dann nochmal an einen anderen Ort gefahren, wo ich einfach nochmal auf 5G testen konnte. Und dann habe ich bei Campernet ganz andere Ergebnisse gefunden, und zwar zwischen 164 und 193 im Download und so zwischen 30 und 50 im Upload. Und dadurch haben sich natürlich auch wieder die Zeiten entsprechend verändert. Was mich aber dann wirklich vom Hocker gerissen hat, das war der Netgear. Denn hier offenbarte sich der wirkliche Testsieger im Punkto Download und Upload. Beim Download lagen wir bei 607 Mbit pro Sekunde und beim Upload bei 90,97. Fangen wir mit den negativen Sachen an und da komme ich zu Starlink. Starlink hat mich echt enttäuscht. Ich finde es von der Leistung her, von der Technologie her alles super geil und super spannend. Ich finde es interessant, was der Musk alles für Ideen umsetzt. Aber für uns Camper ist es letztlich so, wie du es kaufen kannst, noch nicht geil. Weil der Strom allein, immer den Wechselrichter anzuschalten, finde ich bescheuert. Jetzt kannst du natürlich so Umbausets kaufen und kannst es dann wieder anders machen, aber das ist halt wieder mit Zusatzaufwand verbunden. Aber es funktioniert. Also das muss man auch dazu sagen. Aber so prinzipiell gefällt es mir einfach erstmal nicht von der Lösung. Ich finde, es ist auch recht schwer. Die Materialien sind super, es ist toll verarbeitet. Aber für uns Camper ist es halt zu schwer. Aufs Dach will ich es mir nicht stellen, weil da verkratze ich mir alles. Wenn du das alles als Festeinbau installierst, dann ist es wiederum was anderes. Work and Roll macht das zum Beispiel. Und die, finde ich, machen das richtig geil und da macht es auch wieder richtig Spaß. Einziger Nachteil ist dann, so wie jetzt, wenn du so einen super schönen Tag hast, aber dann Gewitter droht, dann kann es natürlich auch sein, dass du wieder schlecht Empfang hast oder gar keinen Satelliten mehr empfangen kannst. Das muss man auch nochmal bedenken bei dieser Technologie. Ansonsten bin ich gespannt. Ich bin mir sicher, es braucht einfach noch mal 2, 3 Jahre, aber dann wird es kommen, dann wird es geil sein. So ist es mir momentan einfach noch zu kompliziert und auch zu teuer. Und das muss man nämlich auch sagen, wenn du nämlich international unterwegs bist, dann musst du da bis zu 250 € monatlich bezahlen, damit das überall dort funktioniert. Setzt euch damit auseinander, das ändert sich ja auch ständig. Man merkt auch, dass die Preise gerade deutlich runtergehen bei diesem System. Also das ist mir auch aufgefallen. Netgear finde ich leider unfassbar geil. Der hat mich total geflasht. Also dieses kleine Ding da, mega. Ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Ich will es mir jetzt gar nicht so schön reden, weil wir haben ja schon ausgemacht, dass ich den verlose. Leider. Aber Wort ist Wort. Deswegen, ihr zählt fleißig weiter. Schreibt es unten in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Also ich kann bei dem Netgear nicht meckern. Ich persönlich werde trotzdem bei Campernet bleiben, bei diesem Festeinbau. Ich mag einfach Festeinbau. Ich will, dass das alles seine Ordnung hat, seinen Platz hat. Ich will, dass es fest installiert ist. Das hat auch definitiv seine Nachteile, weil wenn du das Fahrzeug wechselst zum Beispiel, ist es halt da. Die Antenne ist verklebt, die bleibt da auch. Das nächste ist, was natürlich negativ ist, wenn sich da technologisch was ändert, dann tauscht es auch nicht so einfach aus. Also zumindest die Antenne, den Router schon, aber die Antenne nicht. Das muss man auch ganz, ganz deutlich dazu sagen. Aber vom Handling her gefällt mir das einfach. Mein Netz ist immer verfügbar, es ist immer an, ich muss da keine Sorge haben. Das funktioniert seit einem Jahr tadellos, muss man wirklich sagen, oder seit knapp einem Jahr. Ich habe es jetzt seit 9 Monate habe ich es jetzt drauf. Das heißt, ich habe permanent Internet. Das ist auch für andere Verbraucher, die ich da drin habe, sehr, sehr wichtig, weil ich damit gewisse Sachen kontrollieren kann. Dazu wird es dann aber noch mal ein eigenes Video geben. Das ist mir aber persönlich sehr, sehr wichtig. Was ich auch interessant finde, ist, dass du WLAN abgreifen kannst. Warum ist es dann interessant? Weil du sagst, okay, du greifst ja das einmal ab, selbst wenn es überall gut ankommt, wo du bist. Es müssen halt nicht alle deine WLAN-gespeisten Geräte wieder neu mit diesem anderen WLAN verbunden werden, sondern dieses Netz kennen sie ja. Das heißt, ich verbinde mich da einmal drauf und kann dann das Netz für meine ganzen anderen Geräte wieder zugänglich machen. Dieser Webcatcher-Gedanke ist, wenn es funktioniert, schon smart. Was ich hier für mich persönlich immer machen würde, und das gefällt mir jetzt eben auch bei Campernet so gut, dass die Antenne draußen ist. Ich will diese mobile Strahlung ungern bei mir im Fahrzeug haben, soweit ich es vermeiden kann, wenn es möglich ist. Und das würde ich mir wahrscheinlich mit dem Netgear auch bauen, dass ich den irgendwo fest einbaue, eine Antenne raus und dann kannst du ihn einfach wieder abziehen und kannst ihn mitnehmen. Das ist halt auch wieder klasse an dem. Also ich habe mich so, merkt ihr schon, so ein bisschen verliebt in den kleinen Mann. Aber was halt krass ist, finde ich, für so ein Gerät, ist der Preis. Also der Preis ist halt wirklich Wahnsinn. Aber klar, im Vergleich zu den anderen Sachen wieder, ist es wieder relativ ähnlich. Da nehmen die sich alle nicht viel. Gerade wenn du dir überlegst, du musst bei dem anderen ja auch den Festeinbau mitkalkulieren. Ja, und ich könnte jetzt noch Stunden so weiterreden, aber es bringt ja nichts. Am Ende bin ich jetzt glücklich mit meinem Campernet-System.
Ich freue mich total für die oder denjenigen, der diesen Netgear hier gewinnen wird. Deswegen schreibt unten ordentlich in die Kommentare. Mich interessiert nicht nur die Zahl, sondern bitte auch eure Meinung und vor allem auch noch andere Vorschläge. Da bin ich total interessiert dran und die ganze Community wahrscheinlich auch. In diesem Sinne freut es mich sehr, dass du zugeschaut hast. Vielen Dank dafür. Lass super gerne ein Like da, wenn du sagst, das hat dir wieder was gebracht. Das Video hat dir gefallen. Da würde ich mich sehr freuen. Und es motiviert mich dann auch weiter, solche Videos zu drehen. Die soll es auch natürlich geben. Wenn du total wild bist und es noch nicht gemacht hast, kannst du super gerne den Kanal abonnieren. Drück die Glocke, dann wirst du sofort informiert, wenn es hier ein neues Video auf dem Kanal rund um das Thema Camping und Wohnmobile gibt. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Ach ja, und weil ich immer wieder gefragt werde, wo drehst du denn da? Das ist so wunderschön. Da gibt es auch noch mal einen Short dazu und den verlinke ich euch natürlich. Dann könnt ihr euch das auch noch mal anschauen. Denn das hier ist ein Platz, den theoretisch erstmal jeder buchen kann, wenn er denn verfügbar ist. Egal, mit welchem Internet du jetzt unterwegs bist, wie du Internet brauchst, wenn du es überhaupt brauchst. Ich wünsche dir immer ganz, ganz tolle Touren und das Wichtigste ist, dass du gesund und glücklich wieder zurückkommst. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Markus. Ciao. Übrigens ist ein LKW ein Leberkasweckle, gell?